Weit oben im Norden Norwegens, wo der Wind über verlassene Fjorde zieht und die Berge schweigen, liegt eine riesige Küstenfestung aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Heeresküstenbatterie 8974 bei Røsvik. Was einst Teil des Atlantikwalls war, ist heute ein verwittertes Labyrinth aus Bunkern, Kanonenstellungen und Stollenanlagen. Doch warum ist diese Stellung so gewaltig dimensioniert? Hier, mitten im Nirgendwo. Wovor wollte man sich verteidigen? Und noch rätselhafter: Warum finden wir zwischen den deutschen Anlagen plötzlich auch amerikanisches Kriegsgerät? Zwischen vermauerten Bunkern, originalen Flakstellungen und Relikten aus einer anderen Zeit entdecken wir Spuren, die fast vergessen worden wären. Ein Ort, der mehr verbirgt, als er preisgibt und der am Ende vielleicht mehr Fragen aufwirft, als er beantwortet. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian, Melanie ist hinter der Kamera und wir starten eine neue Reise, eine neue Tour in Norwegen am Atlantikwall. Und wir sind jetzt hier an dem Küstenfort Røsvik angekommen. Das war eine Heeresküstenbatterie, die 1942 hier von den Deutschen errichtet wurde. Und wie so oft am Atlantikwall wollte man halt verschiedene Zugänge blockieren, befestigen. Und das hat man hier gemacht. Man hat hier an diesem Standort praktisch hier diesen Küstenabschnitt gut sichern können, indem man hier noch ein bisschen die Berge hochgegangen ist. Und Røsvik war, soweit ich das gelesen habe, hier auch sehr stark unterhöhlt mit vielen Bunkern und Tunneln, die aber zum größten Teil auch alle eingefallen sind, die man auch zugeschüttet hat. Aber hier, wo die eigentlichen Kanonen standen. Es standen nämlich hier 6 belgische 7,5 cm Kanonen. Da können wir auf jeden Fall noch einiges entdecken. Und dann würde ich sagen, da fangen wir direkt an. Also, bleibt dran. Guckt mal Leute, hier gerade noch angelehnt gefunden. Hier so ein Schweinespieß. Ist ein bisschen verbogen. Den hat man dann so reingemacht. Dann ist das nach oben, hat das nach oben gezeigt. Und hier hat man dann auch den Stacheldraht durchgeführt. Und da hat man jetzt hier alles im Prinzip abgedeckt, um das vor möglichen Infanterieangriffen dann hier zu schützen. Und wir befinden uns jetzt hier schon in einer Bettung drin. Hier sieht man auch noch diesen Metallrahmen, diesen Kreis, wo man das Geschütz hat ausrichten können. Und hier in der Mitte war halt eins dieser belgischen großen Geschütze halt installiert gewesen. Und man hat jetzt hier an jeder Bettung im Prinzip verbunkert Bereiche, wo man beispielsweise Munition hat unterbringen können. Und an jeder Bettung waren im Prinzip 3 Bunker installiert. Einmal für allgemeine Deckung während der Bereitschaft. Dann einmal ein reiner Munitionsbunker. Und der dritte Bunker ist als Wohnbunker gekennzeichnet, wo dann, sage ich mal, die Belegschaft, die Bedienung, die jetzt halt keinen Dienst hatte, dass die derweil in diesem Wohnbunker halt untergekommen ist. Und das Gelände erstreckt sich jetzt hier nach oben. Das ist so circa 1 Kilometer in der Ausdehnung. Das, was man sich heute noch anschauen kann. Es wird so ein bisschen bewirtschaftet halt, dass das hier halt freigeräumt wird. Sonst wäre das wahrscheinlich alles hier auch zugewachsen. So, wir kommen jetzt hier zu den ersten Bunker auch direkt. Wir vermuten mal ganz stark, dass das jetzt der reine Deckungsbunker ist, wo die Bedienung eben hier schnell reinflüchten konnte. Ja, da ist nämlich nichts groß drin gewesen. Es ist nur ein kleiner Raum, wo die sich im Prinzip in Sicherheit flüchten könnten, wenn das Ganze bombardiert wurde. Oha Leute, jetzt kommen wir hier zu einem Geschütz. Das sieht mir aber ganz danach aus, als ob das hier so ein amerikanisches Vierlingsgeschütz ist. Also ich kenne das von diesen Trucks, die zur Unterstützung mitgefahren sind, teilweise bei Konvois.
wo man oben nur den rotierenden Turm hat. Da hatten wir euch mal einen gezeigt. Das müsste dann bei der Maginot-Linie gewesen sein. Da hatten die noch einen ausgestellt. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und das ist nämlich, glaube ich, eine amerikanische Version. Wobei hier alle Typenschilder auf Norwegisch sind. Aber das bezieht sich hier, glaube ich, auf diese Batterie, weil hier steht Nickel-Cadmium-Batterie. Aber dieses Objekt, hier steht Simplex, Simply, also hier steht auf jeden Fall in englischer Sprache. Also ich glaube, also hier unten müsste auch ein Typenschild gewesen sein. Und das hier sind eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier nachgemacht hat. Das sieht auch irgendwie so komisch aus. Weil das müssten meiner Meinung nach, da könnt ihr mich verbessern, Browning-Geschütze hier eigentlich gewesen sein. Halt auf jeder Seite 2. Ich glaube, das hat man jetzt... Ich weiß nicht, ob das hier original ist, weil dieser Kasten hier so komisch aussieht. Ich könnte es euch gleich noch mal in Nahen zeigen. Oh, kommt schon hier Luftangriff. Es kann sein, dass das nachträglich draufgesetzt wurde. Ich gucke mal, ob ich irgendwo noch ein weiteres Typenschild sehe, weil das könnte uns einen Hinweis geben, beziehungsweise eine Nummer oder sowas. Aber bis auf diese Batterie, die da zusätzlich dran gemacht wurde, so wie das aussieht, eher nicht. Ja, es ist norwegisch. Also hier hat man im Prinzip drin gesessen und konnte jetzt hier mit diesem Joystick, nenne ich es mal, mit diesem Hebel hier, das Ganze bewegen. Oh, guck mal, es lässt sich noch sogar ein bisschen, wenn du mal hier rankommst, also so lässt sich es zumindest drehen. Und dann konnte man wahrscheinlich auch den Turm an sich verstellen. Und hier sind auch wie bei so einem PlayStation-Controller hier vorne wahrscheinlich die Tasten gewesen, um das jetzt abzufeuern, die Maschinengewehre. Und hier ist noch On-Off. Ja, krass. Guck mal, hier ist noch ein Typenschild. Firling Modell M51, da haben wir es doch. Hier ist die Seriennummer. Also das ist ein amerikanisches Ding hier. Hier ist noch die ID, die Seriennummer. Hier unten die Seriennummer. Ja, entweder haben sie es gesammelt oder die haben das in der Tat, aber da kenne ich mich jetzt auch nicht aus, wie die Nutzung von amerikanischen Geräten bei den Norwegern war, nach dem Krieg auch. Es kann durchaus sein, dass es da irgendwelche Absprachen gab, dass die dann teilweise auch amerikanische Geschütze noch eine Zeit lang auch im Kalten Krieg genutzt haben, weil die Norweger dann wahrscheinlich zu wenig eigenes Material hatten. So würde ich das interpretieren. Ansonsten halt kann das nur ein Sammler sein. Aber was halt ungewöhnlich ist, ist diese Batterie, die man hier installiert hat. Ich glaube, das hat man nicht einfach so gemacht jetzt im Nachgang, sondern ja. Aber ist nur eine Vermutung. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie es dazu gekommen ist. Aber auf jeden Fall interessant. Sowas haben wir noch nie gesehen. Ne? Also ist jetzt kein Standort, wo wir jetzt mal so ein Vierlingsgeschütz gesehen hätten. Krass. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, die nächste Bettung gefunden. Also man kann das hier auch ganz gut erkennen. Man ist hier deutlich erhöht, kann jetzt hier in den Bereich hier reinschauen.
und ja, einfach checken, was hier für Schiffe ankommen und wenn es nicht die richtigen sind, halt entsprechend feuern. Und das ist hier eine weitere Bettung, wo einer von den großen 7,5 cm Kanonen stand. Und hier ist nämlich jetzt ganz interessant, was ich hier nachgelesen habe. Hier ist jetzt nämlich zum Beispiel so ein Bereich von dieser Klippe, von der Küste, wo man sich nämlich jetzt hier zum Beispiel reingearbeitet hat. Hier hat jetzt schon einer seine ganzen Sachen hier so ein bisschen runtergestellt, aber da hinten ist nämlich ganz interessant. Kann man jetzt hier mal so ein bisschen vorbeigehen. Hier ist nämlich alles betoniert. Das Fass könnte vielleicht auch noch fast aus der Zeit sein. Und hier haben wir ja Maschinengewehr für den Eingangsbereich. Hier ist sogar noch, so wie das aussieht, die Originalabdeckung für die Scharte hier. Das ist auch interessant. Zack. Da ist noch irgendwie so ein Seil. Melanie pfeift hier schon. Das ist relativ groß. Und hier geht es halt in die Schleuse. Alles wieder wunderschön betoniert. Ah, da oben bist du. Ah, guck mal, hier sind noch Teile von einem Ofen, die man hier immer üblicherweise genutzt hat. Aber hier ist auch alles schön trocken, ne? Wow. Ja, guckt euch das mal eben an, wie groß das ist. Also Melanie ist ja hier von dem zweiten Eingang gekommen. Und hier, also wir vermuten mal ganz stark, dass das jetzt hier der Munitionsbunker gewesen sein muss, weil er etwas weiter nach hinten eingerichtet wurde, so dass man im Berg praktisch die Munition schützt. Das wird am meisten Sinn ergeben. Und es ist eigentlich relativ trocken, ne? Hier sieht man, wie die sich reingearbeitet haben. Man hat sogar immer noch hier Relikte. Das habe ich vorhin auch schon gesehen. Das sind diese Metallelemente, die man hier an diese Holzverkleidung gemacht hat für die Schaden. Die habe ich vorhin schon gesehen, euch gezeigt. Hier ist auch noch ein Element. Also alle Schaden wurden im Prinzip gesichert. Und wenn man sieht, wie viel hier liegen, sind das auch viele gewesen. Und hier sind noch irgendwelche Verankerungen, Metallteile. Ich weiß nicht, ob hier... Ne, hier oben ist nichts verbaut. So, und ich vermute mal ganz stark, dass hier in dem Bereich auch die Munition gelagert wurde. Das macht halt am meisten Sinn. Es sind 7,5 cm Geschütze gewesen, 6 Stück. Da brauchte man halt auch einen gewissen Munitionsvorrat. Das sieht auch schon wieder fast aus wie ein Notausstieg hier, ne? Ziemlich spannend eigentlich hier, der Bereich. Wow. Musst auf jeden Fall aufpassen hier beim Hochgehen. So, wir sind jetzt von hier unten hoch und schaut euch das mal an. Das hier ist echt das Interessante jetzt hier am Atlantikwall, jetzt hier im Bereich von Norwegen, dass das so mega individuell einfach ist, was man halt nicht so häufig sieht im Vergleich zu den Anlagen in Frankreich. Und dann könnt ihr halt sehen, wie die sich hier reingearbeitet haben. Tja, ich muss jetzt hier versuchen, mal irgendwie hochzukommen, weil ich mir jetzt nicht sicher bin, wie man das jetzt von außen erreichen kann. Aber das sieht schon stark aus. Jetzt geht das hier so hoch. Vielleicht waren hier auch mal wirklich so Treppen reingehauen. Ja, und dann kommt man hier oben, es macht nochmal eine Kurve und dann kommt man hier praktisch oben raus.
Aber das sieht aus wie ein Notausstieg. Sehr interessant. Runter ist spaßig. Also das, Leute, das ist ja wieder echt mega faszinierend. Also das ist wirklich, das macht halt wieder richtig Spaß, wenn man solche Anlagen erkundet. Melanie hat die übrigens entdeckt bei ihren Recherchen. Und das war wieder wirklich so ein Glücksgriff auch, um euch was zeigen zu können, was man so halt auch noch nicht gesehen hat. Und auch nicht so häufig im Bereich des Atlantikwalls. Also wie die das hier reingemacht haben, immer schön ausgeschalt, übers Eck hier runter geführt. So, und sich hier solche kleinen Betonelemente gebaut. So, und dann kommen wir hier raus. Boah, und sind hier schon am nächsten Bunker. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier im Bereich des Leitstandes kommen. Also der Leitstand hat ja die Aufgabe, die Geschützbatterie zu koordinieren, wo die Informationen zusammengetragen wurden und der Beschuss durchgegeben wurde auf Koordinaten, auf Ziele. Ja, und das ist der hier auch. Gehe ich schwer von aus, etwas kleiner. Aber hier ist teilweise noch ja, so ein bisschen die Holzverschalung drin. Und hier konnte man schön die Küstenlinie vor sich beobachten. Da gab es ja hier diverse Scheren, Fernrohre und andere Observationsmittel. Ja, das, was wir zu Anfang gesagt haben, das mit der Information, dass sie das hier untertunnelt haben, das trifft halt wirklich zu. Weil dieser Abschnitt, wo wir schon gewesen sind, im Berg und überall, gibt es weitere Bereiche, die wir hier zusätzlich, ach guck mal, mit so einem Heinrichsblech. Da kriegt man gleich wieder so Vibes von den Bunkern aus dem Ersten Weltkrieg, weil da sehr massiv damit gearbeitet wurde. Ja, was erstaunlich ist, dass auch immer noch hier ja, Relikte halt liegen. Ne? Da. Das kann natürlich jetzt von irgendwelchen Schaltkästen oder irgendwelchen Abdeckungen innerhalb des Bunkers jetzt stammen, aber das ist sehr, sehr dünn hier, das Metall. Und hier ist auch noch ein Kabel. Teilweise ist noch diese komische alte Isolierung dran. Schaut mal, Leute, wir haben jetzt hier noch im Gebüsch einen weiteren großen Bunker scheinbar gefunden. Oh. Ja, der ist offen, glaube ich, so wie das hier aussieht. Also man kommt zumindest rein. Doch, kommt rein. Wow. Also ich glaube, das war jetzt hier so ein Wohnbunker. So wie das hier aussieht. Also mit den Öffnungen hier oben. Hier gibt es einen Durchbruch. Kommt man noch von der anderen Seite ran.
Die haben versucht, so mit neuem Holz irgendwie was zu machen. Ne? Es kann sein, dass sie das mal versucht haben, hier irgendwie ja, ein bisschen halt aufzubauen, ne? Weiß man nicht. Ja, versuchen mal eben kurz den anderen Eingang hier zu finden. Ist gar nicht so leicht wieder hier. Wieder mitten im, also wie gesagt, normalerweise oder wird das hier auch ein bisschen bewirtschaftet, aber ihr seht es ja selbst, ne? Die Pflanzen bahnen sich wieder ihren Weg und versperren alle Zugänge. Da ist er. Das war der eigentliche Zugang, nämlich hier von der Seite, der Hauptzugang. Und jetzt sogar noch ein altes Schaufelblatt. Bestimmt auch noch aus der Zeit. Oh. Hier sieht man aber nämlich, dass das ganze Ding, also die Wand zumindest, nicht mehr stabil steht. Wir haben mal gerade durchgeschaut hier unten. Ja, jetzt sind wir hier schon zweimal rumgelaufen. Immer wieder vorbei. Jetzt habe ich diese Platte hier noch im Gestrüpp erkannt. Und schaut mal, da geht es auch noch rein. Also noch ein Bunker. Also die werden hier alle mit dem Graben verbunden gewesen sein. Aber das erkennt man kaum noch. So, wir bahnen uns wieder unseren Weg durch den Wald hier. Aber es hat wieder eine richtig schöne Atmosphäre hier. Das ist wirklich klasse. Also das hat halt einen ganz anderen Style wie in Frankreich. Frankreich ist mir persönlich zu touristisch und das weckt halt nicht so die Entdeckerfreunde, wenn ihr wisst, was ich meine. Hier ist das alles jetzt mittlerweile sich selbst überlassen, zum größten Teil. Oh. Das sieht nochmal aus wie so ein Zugang in das Hauptsystem. Guck mal. Oder? Aber von unten habe ich das nicht gesehen. Ja, ihr könnt es sehen, es ist jetzt hier, gut auf der Kamera kommt es nicht so rüber, aber sehr steil. Puh. Ich gebe euch noch mal eben kurz an Melanie weiter. So. Ich gehe erst mal eben kurz unten gucken. Das Problem, das ist halt hier direkt am Felsen. Die werden vermutlich hier damals auch so eine Holztreppe hier hochgebaut haben. Weil hier an der Seite sieht man noch so ein bisschen Holz. Siehst du das da? Die Frage ist, wie ich jetzt hier gleich wieder hochkomme. Naja, okay, es geht schon irgendwie. Boah, hier kommt ein Zug. Ui, hier geht es nochmal so runter. Haben wir irgendwas ausgelassen vorhin? Ich nehme euch mal eben kurz mit runter. Okay. Also das ist ja doch wieder sehr spannend. Diese Untertunnelung hier. Wenden, ich weiß gar nicht wie. So. Am besten wäre die Kamera auf dem Kopf in dem Fall. Guckt euch das erstmal an, wie filigran, gerade
das hier wieder gemacht wurde. Und guck mal, hier geht es nämlich noch mal so weit nach unten. Da ist Melanie. Ich gehe mal eben kurz runter, ja? Ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir das jetzt gesehen haben von unten. So, wir lassen jetzt mal actionmäßig die Kamera an. Dafür ist es ja eine Actionkamera. Also sonst mache ich immer aus. Wegen Sicherheitssalamander. Oh, es geht schon. Das ist kurios hier unten. Guckt euch das mal an, da liegen auch noch ein paar Sachen. Ich meine, das nicht gesehen zu haben vorhin. Das ist hier alles, das ist jetzt alles nass hier, deshalb, das ist jetzt hier so eine Rutschnummer. Oh. Ich bin unten. Alles gut, Schatz. Ich musste das letzte Stück runterrutschen. Also hier sind noch solche, keine Ahnung, Holzelemente. Es könnte von der Decke sein noch. Steine. Gut, hier ist ein Lagerraum. Ah, passt auf, Leute, jetzt wären wir wahrscheinlich von außen ganz einfach reingekommen. Boah, die Fässer sehen aber auch richtig alt aus. Shell. Steht leider nichts mit Wehrmacht drauf. Aber hier Heinrichsbleche. Was steht hier drauf? Ist auch alles sehr alt. Oh, Norsk Sprengstoff. Irgendwas mit Sprengstoff. Vielleicht hat man diese Kiste hier aus ehemaligen Sprengstoffkisten hergestellt. Ich weiß nicht, was das ist. Hier ist auch nochmal das Shell-Logo. Das ist eine weitere Kammer und hier wäre man rausgekommen. Haben wir die vorhin von außen nicht gesehen. Oder wir sind einfach nur vorbeigelaufen. Kurios. Ich glaube, wir sind hier einfach nur vorbeigelaufen. Ne, wir hätten weiter runter gemusst. Da sind wir doch rein. Wir hätten jetzt weiter nach unten gemusst. Schaut mal, Leute, jetzt bin ich hier fast vorbeigelaufen. Ich habe das hier schon mal ein bisschen sauber gemacht. Das ist ein Benzinkanister von der Wehrmacht. Da steht es drauf, feuergefährlich. 1943. Boah. Da unten steht WKO drauf. Boah. Ich versuche den jetzt einmal eben bis zu Möller da hochzubringen. So, wir sind jetzt noch ein bisschen weiter jetzt hier an dem Abschnitt hergegangen. Haben jetzt gedacht, das war's hier an der Seite, aber nein. Guckt mal hier, da ist noch so ein Teil. Aber das sieht auch wieder ganz merkwürdig aus. Ey, ich glaube, da geht's auch wieder runter, Melanie. Das gibt's doch gar nicht. Da geht eine Treppe runter, oder? Ist das hier auch ein Wohnbunker gewesen? Also hier hat man jetzt mal richtige Treppen. Aber ich muss mich hier ziemlich klein machen. Um jetzt hier reinzukommen. Boah.
habe ich auch schon das erste Schrapnell oder was? Das sieht so aus. Ein Schrapnell von einer Granate. Schrapnell von einer Granate. Das ist hier so ein kleiner Lagerraum gewesen. Hier hat man ein paar Holzbretter reingemacht. Und dann ist das hier so ein Lagerraum. Und hier werden auch Munitionskisten oder so vielleicht gelagert worden sein, weil hier dieses Brett hier, das sieht hier mit dieser Verzahnung hier an der Seite, das sieht mir ganz danach aus. Und auch alte Flaschen. Vielleicht hier so ein kleiner Vorrat von den Soldaten, die hier an der Heeresküstenbatterie hier zu tun hatten. Hier ist auch noch ein Relikt. Boah, so einen riesigen Scharnier. Guckt euch das mal an. Vielleicht könnte das auch vor einer Tür gewesen sein. Sieht mir ganz danach aus. Wahnsinn. Also hier. Und hier hinten sind so viele kleine Teile von Kisten. Ich glaube, wenn man hier mal ein bisschen mehr das Ganze untersucht. Oh, Wahnsinn. Da ist auch irgendwas. Es ist so interessant hier. Aber das muss, glaube ich, auch einer der Wohnbunker einfach gewesen sein. Vom Aufbau her. Ich gucke halt auch immer auf den Boden, Leute, ne? Weil dann fällt einem sowas hier halt wieder auf. Irgendwelche Scharniere, vielleicht auch Munitionsreste, je nachdem. Ne? Deshalb gucke ich auch immer so auch erstmal auf den Boden. Ich habe gerade eben zu Melanie gesagt, jetzt meinte man wieder, man wäre durch, weil ihr seht ja hier, es ist eigentlich alles nur noch Wald. Wir sind jetzt von hier unten gekommen, aber dann blitzt auf einmal hier wieder eine Betonstruktur auf und ich glaube noch nicht mal, dass ihr das auf der Kamera sehen könnt. Also irgendwas ist hier oben noch. Siehst du das, Schatz? Also das muss auch noch dazugehören. Ich weiß nicht, was das jetzt ist, aber das ist ja richtig groß, ne? Ja, wir versuchen mal hier irgendwie hochzugehen. Ja. Ja, das ist so, man hat nur eine ungefähre Angabe. Zum Teil ist es natürlich auch bei Google dann eingezeichnet. Aber wie umfangreich das Ganze ist, das weiß man jetzt nicht. Und mit Fotos und so weiter oder Videomaterial ist das sowieso sehr, sehr spärlich. Deshalb machen wir das ja auch, um das halt wieder entsprechend für euch mit zu dokumentieren. Aber das hier ist so wirklich der Atlantikwall, den wir richtig stark finden. Das wird hier unten auch alles mal frei gewesen sein. Boah, was ist das, ey? Ein Riesenklopper. So, damit ihr jetzt mal wieder erkennt, wie groß das Ganze ist jetzt im Vergleich. So, ich bin 1,93, also hier haben die noch was richtig Massives hingehauen. Und das hat hier aber auch Bunkerqualität.
Ich glaube nicht, dass das nur ein Fundament ist von einem einfachen Haus. Weil das ist zu hoch und extrem stark jetzt. Wir versuchen mal hier hinten rumzukommen. Es kann auch sein, dass das hier auch wieder mit so Gräben verbunden ist. Oh. Ah, hier kommt noch eine Wand. Das müssen Häuser gewesen sein. Ja, das ist auch ganz cool. Jetzt sieht man Melanie hier. Schöne Ansicht. Hier vorne geht's rein. Das sind Häuser. Hier oben kommt nämlich noch eins. Also müssen das für die Soldaten hier auch Wohnhäuser gewesen sein. Und nicht nur unten die Wohnbaracken. Oh, da ist noch Zeug drin, Schatz. Ich fasse es nicht. Das ist ein Ofen und noch irgendwas anderes, sehe ich jetzt ad hoc. Hier ist auch ein Heinrichsblech drunter, sehe ich schon hier. So, wir sind jetzt mal drin und gucken mal. Das wird mit Sicherheit auch irgendwann mal nachgenutzt worden sein. Aber es ist auch noch viel von diesem alten Zeug hier drin. Vor allen Dingen der Ofen und so weiter. Tja, vielleicht waren das auch hier wirklich die Küche, wo die sich... Oh, der hat auch ein schönes Muster hier. Wow, das sieht auch toll aus. Ich vermute mal ganz stark, dass das hier vielleicht so die Tropenküche war zu der Zeit. Und dann später vielleicht auch nochmal nachgenutzt wurde. Alte Konserven überall. Also Leute, tatsächlich ist es so, dass das hier auch alles noch dazugehört. Und zwar sind das diverse Baracken, die von Kriegsgefangenen, polnische und russische Kriegsgefangene, die 1941 hierher gekommen sind, errichtet wurden und die halt verschiedene Funktionen hatten. Ganz genau kann man jetzt nicht mehr sagen, welche Baracke welche Funktion hatte, aber es gab halt Küchenbaracke, es gab noch mal eine separate Baracke für Offiziere, für die Kriegsgefangenen gab es Baracken. Und auch noch mal eine Kommunikationsbaracke. Aber das ist jetzt nicht mehr klar, welche das jetzt hier im Einzelnen sind. Aber guckt euch das mal an hier. Das sind noch riesige Dinger. Aber die hat man halt sehr, sehr massiv gebaut. Also unten ist halt alles richtig betoniert. Und oben hat man erst angefangen, aber klar, aufgrund der Witterung, erst mit Holz. Weil wenn ihr das jetzt hier seht, ne, der Eingangsbereich, das ist schon alles betoniert. Und oben kam wahrscheinlich dann erst der Giebel drauf. Das ist natürlich hier auch alles eingewachsen, wunderschön, toll. Aber man sieht auch hier, ne, Kriegsgefangene wurden sehr häufig eingesetzt wieder. Auch in diesem Bereich des Atlantikwalls. Ja, also überall findet man hier noch so Reste. Das ist auch irgendwie so eine Ummantelung. Also wenn man hier jetzt, sage ich mal, sondeln geht, dann würde das Ding auch pausenlos anschlagen.
Also hier sind auch wieder sehr viele Konserven, was darauf hinweist, dass es entweder was mit der Küche zu tun hat, Verpflegungsbaracken sind, weil die auch sehr groß ist, oder ja, einfach Unterkunftsbaracken. Ja, weil wenn ihr jetzt mal seht, Melanie ist da vorne, das ist schon ein Riesending hier. Das wird wahrscheinlich mehrere Zugänge gehabt haben. Vor allen Dingen Fenster. Also diese Bereiche, die da ausgespart sind. Was ist das denn hier für so ein Material da? Diese Fasern. Ja, da bin ich jetzt auch wieder zu wenig in der Materie drin, was man hier genommen hat. Ja, das sind keine Kokosfasern, ne? Ich weiß es jetzt gerade nicht, Papierfasern. Das ist halt so eine einfache Dämmung im Prinzip, ne? Eine einfache Dämmung. Da hinten kommt ja schon, sage ich mal, der Bruchstein und dann ist hier noch eine Zement-Betonschicht. Irgendwas Einfaches. Aber trotzdem massiver wie jetzt irgendwelche anderen komischen Holzbaracken, die man jetzt so aus anderen Bereichen kennt. Das muss man schon sagen. Schaut mal hier, Leute. Könnt ihr das erkennen? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir ein bisschen näher ran. Hier sind irgendwelche alten Öfen. Oh, guck mal, Melanie. Das sind Teile von Öfen. Oh. Also was man hier an Relikten findet, Leute, das ist wirklich Wahnsinn. Schaut euch mal das Muster hier an. Das sieht ja richtig toll aus. Also wird hier auch eine Baracke gestanden haben. Hier ist das auch alles schon so ja, ausgestemmt hier die Seiten, dass man hier ein Haus hätte drin bauen können. Oder eine Baracke. Hier war halt eine Baracke, aber vielleicht komplett aus Holz. Und hier ist noch ein Ofen. Wahnsinn. Also was hier an Relikten einfach noch so rumsteht, das ist Wahnsinn. Hier wird einfach noch mehr liegen, hundertprozentig. Und schaut mal, wo wir sind. Wunderschön. Also Leute, das waren richtig viele Baracken hier. Da ist noch ein Ofen. Da sind noch mehr, das sind noch viel mehr Öfen da oben. Ihr könnt das hier erkennen. Hier drin wird eine Baracke gestanden haben. Und da unten ist auch noch was. Also hier muss ich auch noch mal eben rein, um euch das zu zeigen. Das ist wirklich Wahnsinn. So viele Öfen auf einen Fleck, das kann nur was damit zu tun haben, dass das vielleicht Unterkunftsbaracken gewesen sind. Weil das sind diese kleinen Öfen, wo man ja das alles ein bisschen geheizt hat. Und ja, sein Tee, sein Kaffee zubereitet hat. Also Wahnsinn. Hier oben ist auch noch ein Schweinespieß. So, und das sind hier so wirklich Relikte, Leute, was ich meine. Also das findet ihr halt nicht mehr in Frankreich irgendwo. An den ganzen Tourismus-Spots, wie gesagt, nichts, ich habe nichts dagegen, aber das ist halt nichts für mich oder für uns. Das hier ist das, was wir lieben, dieses Indiana Jones-mäßige Entdecken und wirklich die Ursprünglichkeit von dem Ganzen. Boah, wie massiv. Alter Schwede. Ist das krass, hier oben der nächste Ofen. Ja. Ja. Melanie erinnert mich gerade, wir müssen noch fahren. Aber ich komme hier gerade aus dem Entdeckermodus nicht mehr raus. Das ist Wahnsinn. Und hier oben ist halt diese Klippe, wo die sich halt auch noch weiter so eingegraben haben. Oh, hier muss man auch aufpassen. Hier ist nämlich ein Schweinespieß versenkt. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt so in meinem Modus schon wieder drin hier. Da, Leute.
Da haben wir ganz ohne Sondeln. Das ist Wahnsinn. Aber auch gefährlich, klar. Also hier unten ist alles Mögliche drin. Schweinespieße, Öfen. Es kann sein, dass das sich hier wirklich durchzieht. Dass hier vielleicht auch schon wieder die nächste Baracke gekommen wäre. Also ich habe jetzt mit einer kleinen Heeresküstenbatterie gerechnet, aber nicht mit so einem Umfang. Also wir sind jetzt hier schon wieder, keine Ahnung, von der Batterie. Wir haben im Endeffekt, glaube ich, auch nur 3 Plattformen gesehen jetzt, 3 Bettungen. Es waren ja 6, also alleine die Besatzungen für die Bedienmannschaft, für die 6 Geschütze plus Kriegsgefangene, dann die Kommandantur, das Personal. Ich weiß nicht, wie viele hier gedient haben. Wahnsinn. Ja Leute, wie ihr es schon rausgehört habt, wir haben heute auch ein bisschen Zeitdruck. Ist auch ungewöhnlich bei uns, aber wir haben jetzt schon 2500 Kilometer jetzt die letzten Tage hinter uns gebracht, um jetzt erstmal hierher zu kommen. Und wir haben jetzt noch ungefähr, wie viel? 300? 300 Kilometer vor uns. Und wir hätten jetzt... Keine normalen 300. Nee, das sind auch keine normalen 300. Für diese 300 Kilometer brauchen wir sehr, sehr lange. Und wie gesagt, wir hätten jetzt auch nicht erwartet, dass mit dieser Heeresküstenbatterie so viel zu entdecken gibt. Aber was ich halt schon ein paar Mal erwähnt habe, das ist hier ein anderer Style in Norwegen, beziehungsweise überhaupt im Norden. Am Atlantikwall, weil man hier einfach viel mehr entdecken kann. Man ist hier richtig in dem Modus drin und wir würden hier jetzt wahrscheinlich noch viel mehr entdecken, weil wie gesagt, hintergrundtechnisch haben die sich hier richtig reingearbeitet in das Bergmassiv noch. Diese Baracken, die wir auch nicht auf dem Schirm hatten, das zeigt einfach wieder die Dimension, auch hier oben im Norden, dass hier massiv gearbeitet wurde und das auch mit Hilfe von Zwangsarbeit und Kriegsgefangenen, polnische und russische, die hier gewesen sind, um das hier überhaupt zu bewerkstelligen. Und wenn man alleine sich die Baracken anschaut, wie massiv die sind, das ist schon wirklich krass. Und ja, auf jeden Fall ist das, sage ich mal, unser Start in eine neue Tour. Wir hoffen, euch hat das jetzt hier schon mal gut gefallen. Wir konnten euch hier echt noch ein paar coole Sachen zeigen, die man sonst halt so nicht mehr sieht oder kaum, und das auch noch in ihrer Ursprünglichkeit. Und lasst uns auf jeden Fall ein Like da, schreibt uns was in die Kommentare, sehr, sehr wichtig, und Abo dalassen. Kostet alles nichts, vollkommen kostenlos und würde uns halt hier unterstützen. Und dann würde ich sagen, ich schnack nicht mehr lange und wir sehen uns im neuen Video oder im nächsten Video oder wie auch immer. Guckt auf jeden Fall hier auf dem Kanal. Bis später. Ciao.